Intimerkrankungen sind ein sehr wichtiges Thema, aber auch für viele von uns ein unangenehmes Thema. Aber seien wir mal ganz ehrlich, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Jeden kann es treffen und it's not that deep. Von daher, lass uns kein Tabu daraus machen und darüber sprechen. Ich bin Max, ich beantworte eure Fragen über Haare, Nägel, Kopfhaut und was auch immer. Und habe heute die Barbara mit mir. Ja, ich bin Barbara, Fachärztin für Dermatologie und Allergologie. Ich bin hier bei Dermanostik als behandelnde Ärztin tätig. Hier bei Dermanostik behandeln wir täglich viele Intimerkrankungen, die selbstverständlich strengstem Datenschutz unterliegen. Wir, Dermanostik, Hautarzt per App, sie unterliegen, wie gesagt, strengen Datenschutzverfahren, sind auch TÜV-zertifiziert, als einzige Online-Praxis mit TÜV-Zertifizierung. Ja, wir fangen auf jeden Fall mit dem Wichtigsten meiner Meinung nach an und das ist die Aufklärung. Deswegen als wichtigste Aufklärungsfrage hier ist meine erste Frage an dich, Barbara. Wie entstehen überhaupt Intimerkrankungen? Intimerkrankungen entstehen, ja, wie der Name sagt, im Intimbereich. Es kann sich jede Hauterkrankung auch im Intimbereich entwickeln. Es gehört zu den 2 Quadratmetern Haut, die wir haben. Es kann sexuell übertragen sein und deswegen sind Intimerkrankungen immer für den Betroffenen schwierig, weil die Angst, dass da eine Übertragung stattgefunden hat, immer besteht, aber nicht immer bestehen muss. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Fakt. Fakt ist also, Intimerkrankungen sind im Intimbereich und haben nicht zwingend immer was mit sexueller Übertragung zu tun. Das sind 2 unterschiedliche Paar Schuhe, die häufig über den Haufen geworfen werden, aber deutlich getrennt werden sollten. Als zweite Frage, Barbara, habe ich bei Dermanostik, wir haben ja schon gerade eben darüber gesprochen, dass wir auch Intimerkrankungen behandeln. Hast du da so 2 typische Erkrankungsbilder oder so, die dir jetzt spontan einfallen würden, die wir sehr häufig beispielsweise behandeln? Ja, also eine sehr häufige Diagnose ist die Balanitis, das ist die Entzündung im Genitalbereich, und Warzen, da vor allen Dingen eben die Feigwarzen. Okay, zur Balanitis und zur Feigwarzen, du hast jetzt schon so ungefähr ein bisschen erklärt, was das Ganze ist. Könntest du vielleicht jetzt ein bisschen näher darauf eingehen, wie vor allem das Ganze entsteht und wie sich das auswirkt, zeigt und so? Ja, also Balanitis, wie gesagt, im Rahmen einer anderen Hauterkrankung, sei es Schuppenflechte, sei es Neurodermitis, sei es eine Pilzinfektion, Knötchenflechte, das sind so eigentlich die häufigsten. Sexuell übertragene Balanitiden können durch Viren hervorgerufen sein, es kann sich ein Herpes da zeigen, es kann durch Bakterien hervorgerufen sein, es kann auch durch Bakterien hervorgerufen sein, die dann eben zu den sexuell übertragbaren Bakterien gehören. Das sind die Lewis-Erkrankungen, also Syphilis, Gonorrhoe, das sind häufige Sachen, die sich eben auch an der Haut zeigen können und wo die Hautveränderung der erste Weg zur Diagnostik ist, dass wir dran denken und eben weitere Untersuchungen veranlassen. Ja, aktuell auch Affenpocken, auch eben eine häufige Erkrankung in diesem Bereich. Sehr schön. Und zu den Feigwarzen, wie entstehen die? Feigwarzen sind viral bedingt. Das gehören zur Gruppe der HPV, humane Papillomviren, die nicht ohne sind, weil eben manche Stämme auch Tumoren entstehen. Deswegen auch der Appell an die Impfungen. Sehr, sehr wichtig. Das heißt also im Endeffekt, wie wir gerade eben schon vor allem bei der Balanitis gehört haben, sie kann sowohl als Begleiterkrankung durch andere Erkrankungen entstehen, als auch durch die sexuelle Übertragung, genauso wie bei den Feigwarzen. Das zeigt uns wieder 2 unterschiedliche Paar Schuhe, die strikt getrennt werden sollen. Fakt ist aber trotzdem, dass solltest du persönlich ein Problem entdecken bei dir, dass du jederzeit zu unseren Hautärztinnen zukommen kannst, die dir dann dabei helfen auf Dermanostik und wie gesagt, dir dann auch bei der Behandlung Beratung geben können und dir erklären können,
können, wie du weiter vorgehen solltest. Das waren viele interessante Informationen, die sehr gut bei der Aufklärung geholfen haben. Aber um dir nochmal das Wichtigste mitzugeben, fasse ich nochmal schnell zusammen. Die Balanitis ist letztendlich eine Erkrankung, die die Männer betreffen, also die Eichel des Mannes oder die Vorhaut des Mannes. Wichtig ist da zu wissen, dass diese Erkrankung sowohl als Begleiterkrankung durch andere Hauterkrankungen entstehen kann, als auch sexuell übertragbar ist. Ein bisschen anders ist es dann doch bei den Feigwarzen, denn die differenzieren sich dann nochmal ein bisschen von den anderen sexuellen Krankheiten. Und da würde ich dir nochmal die Frage stellen, inwiefern sich die Feigwarzen von den normalen Geschlechtskrankheiten unterscheiden. Feigwarzen, aber auch Pilzinfektionen werden durch sexuelle Kontakte übertragen, gehören aber im klassischen Sinn nicht zu den klassischen Geschlechtskrankheiten. Das ist die Lewis und eben, also die Syphilis und die Gonorrhoe und noch tropische Geschlechtserkrankheiten, die aber extrem selten sind. Das ist nämlich wichtig zu wissen, denn die Feigwarzen werden zwar von Haut zu Haut übertragen, aber, wie Barbara gerade schon gesagt hat, zählen nicht zu den klassischen Geschlechtskrankheiten. Das heißt, da ist auch nochmal so eine kleine Differenzierung zwischen den beiden Dingen. So, weil das Ganze von Haut zu Haut übertragbar ist, frage ich dich jetzt auch nochmal, wie und wo vor allem kann das passieren? Es kann überall da passieren, wo Schleimhaut auf Schleimhaut trifft, im Genitalbereich, im Analbereich, im oralen Bereich und wird aber nicht durch Körperflüssigkeiten übertragen, sondern durch den direkten Hautkontakt. Sehr wichtig zu wissen. Ich habe mir jetzt mal angeguckt, was wir so für Fragen bekommen haben. Und tatsächlich haben wir einige Fragen zu diesen Themen Intimerkrankungen bekommen, die wir regelmäßig gestellt bekommen. Und die habe ich rausgesucht, weil es wichtig ist, dass ihr alle da draußen, unabhängig davon, ob ihr betroffen seid oder nicht, die Informationen habt. Denn Safe Sex über alles, ja? Danke. Deswegen, Barbara, ich habe dir wieder unser kleines Mythosstäbchen hier mitgebracht. Ja. Und ein paar Fragen, wie gesagt, die ihr gestellt habt, um jetzt hier wieder den Prüfstand zu testen und zu gucken. Ich würde auch direkt mit der ersten Frage anfangen. Und zwar die erste Frage ist folgende. Ist Balanitis auch auf Frauen übertragbar? Ja, weil Balanitis ja, wie ich eingangs schon gesagt hatte, auch durch Viren oder durch Pilze hervorgerufen werden kann. Und das ist dann ansteckend für die Partnerin. Das ist eine sehr coole und auch sehr, sehr, sehr interessante Information, weil gerade eben haben wir ja noch gesagt, dass die Balanitis, also die Vorhautentzündung, die Eichelentzündung ja nur den Mann betrifft. Aber jetzt haben wir hier die Antwort oder Information bekommen, dass es auch die Frau betreffen kann oder eher gesagt die Frau anstecken kann. Wie wäre das dann bei der Frau? Wie heißt es dann? Ist es dasselbe? Ist es was anderes? Bei der Frau heißt es Vulvitis, also Entzündung des äußeren weiblichen Genitales, manchmal eben mit Ausfluss verbunden. Deswegen sind die Patientinnen häufig dann beim Frauenarzt, wo sehr, sehr häufig eigentlich sehr, sehr häufig dann ein Scheidenpilz diagnostiziert wird, weil eben eine Pilzbalanitis durch Ansteckung bei der Frau zu einem Scheidenpilz führen kann. Wichtig zu wissen. Da ist jetzt hier direkt auch schon der Moment, wo ich jetzt fragen würde, darf ich oder darf ich nicht bei einer Vorhautentzündung, Eichelentzündung, dürfte ich dann Sex haben, ja oder nein? Nein. Nach Abheilung ja, aber im Akutstadium wegen der Ansteckungsgefahr für Partner, Partnerin nicht. Wir haben jetzt schon lange über die Balanitis gesprochen. Ich würde jetzt sagen, wir gehen auf die Feigwarzen mal über, um auch über das Thema gesprochen zu haben. Und deswegen auch meine Frage jetzt an dich. Sind Feigwarzen ansteckend? Feigwarzen sind ansteckend bei Haut-Schleimhautkontakt. Okay. Yes, ist korrekt. Schildchen nicht vergessen. Okay, das ist nämlich wichtig zu wissen, dass sich bei Haut- oder generell Schleimhautkontakt die Feigwarzen übertragen lassen. Das bedeutet im Umkehrschluss, meine nächste Frage, über Oralverkehr, könnte ich dann auch Feigwarzen bekommen? Feigwarzen nicht, aber andere humane Papillomviren können, weil eben da auch Schleimhaut auf Schleimhaut trifft, übertragen werden. Und auch im anderen Sinne, wenn ich beispielsweise humane Papillomviren in meinem Mundbereich oder in irgendeinem anderen schleimhaltigen Bereich hätte, könnte ich dann quasi bei meinem Partner Feigwarzen entstehen lassen und ihm das übertragen. Genitalwarzen. Also Feigwarzen sind Genitalwarzen, nur eine spezielle Unterart, aber
Genitalwarzen oder überhaupt Warzen können auch bei diesem Kontakt übertragen werden. Sehr wichtig zu wissen. Und was ist mit Kondomen? Kondome schützen, aber eben, weil die Viren auch in unbefallenen Stellen sind und das Kondom ja doch nicht den ganzen Genitalbereich abdeckt, würde ich sagen, Kondome sind kein Schutz vor Falkwarzen und man sollte die Falkwarzen erst behandeln. Also, Oralverkehr bei Falkwarzen, ja oder nein? Nein. Und was ist mit Kondom? Ja oder nein? Nein? Okay. Aber an dieser Stelle, wenn wir schon bei Kondomen sind, Kondome schützen oder schützen nicht vor anderen Krankheiten? Ich finde, wenn wir schon in diesem Punkt angekommen sind, beispielsweise HIV und so, könntest du uns da noch mal ein bisschen was zu sagen, Barbara? Ja, safer Sex ist safe und sollte eben auch dementsprechend praktiziert werden. HIV-Virus ist da, das Affenpockenvirus ist im Kommen, also schützen. Schützen, schützen, schützen ist das, ich glaube, mitunter eine der wichtigsten Informationen. Ich finde, sich testen lassen, seinen Status schützen, das ist mitunter am wichtigsten. Nicht nur für einen selbst, sondern vor allem auch für den Partner, die Partnerin. Deswegen, meine Lieben, ihr tragt nicht nur die Verantwortung für euch, sondern auch für die Leute, mit denen ihr Sex habt. Und das ist eine Sache, die viele manchmal ein bisschen vergessen. Und dementsprechend würde ich sagen, ich habe gar keine Fragen mehr hier, aber habt ihr vielleicht Fragen oder hast du ja gesagt, Fragen da draußen, dann kannst du die uns gerne in die Kommentare schreiben oder auf Dermanostik jeden Arzt, jede Ärztin auch privat fragen. Ja, ansonsten sage ich, bleibt gesund, trinkt ausreichend viel und habt sicheren Sex. Benutzt Kondome. Ja, bitte, bitte, bitte.